Servus, vielleicht steht bei euch eine Motorrevision an oder einfach nur ein wackeliges Fahrzeug. Dann habe ich jetzt hier den ultimativen Tipp für euch. Traversengummis tauschen. Und dazu haben wir hier das Piaggio-Werkzeug. Einmal Ausbauwerkzeug, einmal Einbauwerkzeug, einmal Kleinteile. Als erstes entferne ich die Endkappen, oben und unten. Ehrlicherweise habe ich schon vorbereitet, weil ab und zu gehen die ziemlich schwer weg. Im besten Fall nimmt man eine Wasserpumpenzange, setzt sie an und hebelt sie runter. Wenn sie schwerer weggehen, kann man mit einer Feile hier drüber fahren, dass diese Verpressung aufgeht. Um die Achse zu entfernen, nehmen wir diese beiden Werkzeuge her. Um uns das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, kann man da ruhig ordentlich schon mal vorschmieren. Bevor ich dieses Werkzeug einsetze, nehme ich ein Lagerfett, was in jeder Werkstatt sein sollte, und schmiere die Spindel ein. Sollte man bei jedem Spindelwerkzeug machen, einfach um das Gewinde zu schonen. So, um die Achse auszubauen, nehmen wir das Auszugwerkzeug, die Spindel und diesen Gegenhalter und setzen den an der schmaleren Motorhälfte mit der Spindel auf, bis das Gewinde hier unten rausschaut. Dann setzen wir die mitgelieferte Mutter unten auf. Und jetzt kommt der erste schwierige Teil bei der Geschichte. Wir ziehen jetzt mit Hilfe von der Spindel und der Mutter die Achse in diese Richtung raus. Wer keinen 30er Gabelschlüssel für die Mutter zur Verfügung hat, kann entweder eine Wasserpumpenzange oder das Luxusmodell, die Wasserpumpenzange, parallel hernehmen. Und dann wird geschraubt. Wir halten hier fest und schrauben nur an der Mutter. So, nach vielen Gewindegängen, ein bisschen Schweiß und viel Geduld, merkt man, wie es auf einmal leichter geht. So, jetzt hat man das Wichtigste ausgebaut. Die kleine Distanzhülse ist auch schon mit rausgekommen. Brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern, dass die rauskommt. Jetzt machen wir die Geschichte hier einfach ordentlich sauber. Das passt so. Jetzt entfernen wir das große Lager. Nimmt man einfach einen Schraubenzieher und hebelt die Geschichte raus. Auch auf der Seite holen wir den ganzen Schmodder raus. Schritt 5. So, die Sitze sind gereinigt, jetzt können wir schon ins Zusammenbauen gehen. Wir machen erst die kleine Seite. Kommt als erstes die Distanz rein. Und als zweites der Silentgummi. Der hat eine konische Seite, die konische Seite zeigt nach außen. Der geht relativ einfach rein, mit einem kleinen Hilfsmittel. Das haben wir hier. Das ist einfach Reifenmontagepaste. Normalerweise gehen die kleinen von Hand rein. Probieren wir es mal. Nachdem der jetzt nicht reingeht, nehmen wir dieses mehrteilige Werkzeug, führen ihn von unten ein. Setzen diese abgesetzte Scheibe mit dem Absatz zur Schwinge auf und die Mutter. Wir schrauben mit so lang, bis die Scheibe bündig hier aufliegt und damit ist auch der Abstand von dem Gummi zur Kante gewährleistet. Das ist genau das Maß. Et voilà. Der Abstand vom Gummi bis zum Gehäuse ist gewährleistet. Die kleine Buchse war jetzt die einfache Buchse. Bei der anderen Seite müssen wir ein bisschen mehr aufbringen, um den Neid zu bauen. Da haben wir einmal diesen großen Ring
Der ist innen konisch, der gewährleistet, dass dieser Gummi, der im Durchmesser viel größer ist als die Schwinge, zusammengedrückt wird und reinwandert. Dazu setzen wir das Werkzeug auf, fetten den Gummi auch wieder mit Montagepaste ein und setzen ihn mit der konischen Seite nach außen. Legen wir einfach hier rein. Das Pressstück legen wir hier auf den Gummi und dann nehmen wir die Achse. Die wird von der kleinen Seite durchgeführt. Einmal die mitgelieferte Mutter drauf. Wenn es von Hand nicht mehr geht, nehmen wir einen Schlüssel. Wir wissen, dass der Gummi richtig drinnen ist, wenn nichts mehr im Weiterdrehen geht. Das sieht man jetzt auch, dass diese konischen Teile formschlüssig ineinander liegen. Ist der Gummi in der richtigen Position drinnen. So, fast zum Schluss kommt jetzt die neue Achse rein. Und um dieses dicke Ding in dieses kleine Loch zu bringen, haben wir dieses Werkzeug. Wir nehmen als erstes die Achse und schmieren die ganze Geschichte ordentlich mit Montagepaste ein. So, und um die vorbereitete Achse jetzt hier durchzubringen, wollen wir uns nicht quälen, sondern dürfen endlich dieses Gerät aufsetzen. Um das aufzusetzen, schraube ich zuerst mal die Spindel raus. Und dann setze ich das Teil folgendermaßen auf die Schwinge. Ein paar Schläge mit dem Gummihammer, dass der erste Teil vom Konus schon mal reinrutscht. So, dass wir es uns jetzt leichter machen, können wir den Motor auch auf den Kopf stellen. Jetzt haben wir hier den großen Griff. Und dann zwingen wir die Achse durch. So, jetzt ist die Achse drin, jetzt können wir die ganze Geschichte wieder demontieren. So, zu guter Letzt kommen die Endkappen drauf. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Zum Schluss werden die Kappen an 3 bis 4 Punkten verstemmt. Da bietet sich ein Meißel an, am besten nicht so einen scharfen wie den. Das war's. Das macht ihr an beiden Endkappen 3 bis 4 Mal. Dann halten die und dann könnt ihr euch erfreuen, dass euer Hinterrad nicht mehr wabbelig ist wie ein alter Pudding. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.